Sie tun etwas, haben ein Anliegen, wollen bewegen, geben Zeit. Menschen, die sich gesellschaftlich einbringen. Ehrenamtlich unterwegs. Es ist Freitag 1:30. Die Stände auf dem Offenbacher Markt schließen demnächst. Das ist die Zeit von Nico Hauser und seinen Mitstreiterinnen. Ich bin Nico Hauser. Ich bin im richtigen Leben ITler, ich bin Softwareingenieur und in meiner Freizeit bin ich bei Foodsharing als Foodsaver und rette Lebensmittel. Hi, grüß dich, mein Lieber. Wir gehen zu den Lebensmittelmärkten und zwar täglich in der Regel. Also irgendeiner von uns ist jeden Tag da, um die Lebensmittel mitzunehmen, die nicht verkauft worden sind, ansonsten übrig wären, das heißt weggeworfen werden. Wir sind in Offenbach ungefähr 180 Mitglieder mit einem Teil des Landkreises zusammen. Und bundesweit gibt es 100.000 ausgebildete Foodsaver etwa. Gut. Fangen wir mal mit den Paprika an. Unsere Mitglieder sind ausgebildet dafür, mit Lebensmitteln umzugehen, die nicht mehr perfekt sind und kennen sich damit aus. Sie retten diese Lebensmittel und sorgen dafür, dass sie irgendwie zu Menschen kommen. Große Mengen allein heute. Also ich würde sagen so 80 Kilo Kartoffeln und 120 Kilo sonstige Sachen etwa. Fast alles ist noch gut, aber morgen nicht mehr frisch. An den Marktständen Ballast, den sie lieber loswerden. Foodsharing ist eine Umweltorganisation. Die Idee von Foodsharing ist, dass wir einen Weg finden, mit Lebensmitteln besser umzugehen, Lebensmittel wertzuschätzen, auch zu wissen, was da an natürlichen Ressourcen drinsteckt und das, was wir aus der Natur entnehmen, dann auch wirklich zu verwenden und nicht wegzuwerfen. Und Foodsharing möchte das zeigen, vorleben auch ein Stück weit und einfach ein Bewusstsein schaffen, dass man nicht mehr davon wegwerfen sollte, als unbedingt nötig. Jeder nimmt mit, was er verteilen kann, egal an wen. Freunde, Verwandte, Bekannte, auch wie gesagt heute der Kurs, an dem ich teilnehme. Die freuen sich immer alle über leckere Kartoffeln. Weitergeben, selbst nutzen, einkochen, verschenken, alles ist beim Foodsharing erlaubt, solange die Lebensmittel genutzt werden. Ich habe, glaube ich, die Idee schon sehr lange in mir drin gehabt. Ich koche auch gern und ich finde Essen mit Menschen zusammen, mit Freunden zusammen was ganz Tolles. Das hat einfach einen großen Wert. Und für mich war immer klar, Lebensmittel werden nicht weggeworfen. Und dann hat sich Foodsharing gegründet. Da war ich jetzt nicht dabei. Aber irgendwann habe ich davon gehört und habe gedacht, ja, das ist genau das Ding. Die machen genau das, was ich denke. Und wo kann ich anrufen? Seit 8 Jahren engagiert sich Nico Hauser jetzt bei den Lebensmittelrettern. Ein typischer Foodsaver rettet vielleicht in der Woche 100 Kilo Lebensmittel, die er natürlich nicht selber isst, das ist ja auch nicht die Idee, sondern wir gehen auf Menschen zu. Nachbarn, Freunde, die Kollegen in der Firma, das kann der Sportverein sein. Das kann auch sein, dass man sich auf die Straße stellt und einfach Menschen anspricht und sagt, schauen Sie mal, hier sind Lebensmittel übrig, können Sie die vielleicht gebrauchen? Also ganz offen an jeden, der sie nehmen kann. Mit der Idee, wir finden jemanden, der sie verbraucht, damit sie nicht weggeworfen wird. Und wir finden jemanden, der sich mit den Lebensmitteln beschäftigt und darüber nachdenkt, dass das eigentlich kein Müll sein muss. Ja, geht, nimm ruhig. Obst und Gemüse müssen die Foodsharer zeitnah weitergeben, damit es nicht schlecht wird. Auch das kostet sie Gedanken und Zeit. Dankeschön. Gut, bitteschön. Danke, dass du es mitnimmst. Man macht vielleicht so 1 bis 2 Einsätze in der Woche. Man kann davon ausgehen, dass es immer so 4 Stunden vielleicht dauert, mit Verteilen, mit noch selber kochen. Also so 8 Stunden in der Woche steckt man etwa rein. Das bringt man gerne ein. Ganz wichtig, Informationen für Interessierte. Gerettete Lebensmittel heißt ja immer, dass sie gerettet sind aus einem Grund, ja, weil sie nämlich irgendwie nicht mehr verkauft wurden. Hier ist ein ganz typischer Fall, Petersilie, die ein bisschen gelb ist und nicht mehr grün. Die Foodsaver erklären, motivieren, machen vor, was alles aus Resten werden kann. Ja, eine weiche Tomate ist kein Müll. Die habe ich jetzt gekocht zum Beispiel. Wenn wir Lebensmittel retten und wir bringen sie zu Menschen, sind sie am Anfang ein bisschen misstrauisch. Und dann irgendwann sind sie weniger misstrauisch und irgendwann sind sie richtig bereit, sich darauf einzulassen, weil sie gemerkt haben, dass man damit gut kochen kann, gut noch damit umgehen kann. Also bei den Menschen verändert sich was im Denken. Einfach dadurch, dass wir uns hinstellen und sagen, hier, das ist essbar. Ein Ehrenamt für die Nachhaltigkeit. Ja, genau. Man denkt ja im Leben oft drüber nach, wie man sich an der Gesellschaft beteiligen möchte, was man beitragen möchte. Und ich habe, glaube ich, hier
den Platz gefunden, an dem ich was beitragen kann, weil ich es einfach kann. Und das ist ein schönes Gefühl. Und beim nächsten Mal? Michelle Burkhardt hat es mit Straftaten zu tun. Die ersten Verhandlungen war ich sehr, sehr gespannt, wie es wird, nervös. Chefin, ein Ehrenamt mit großer Verantwortung.